Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir mal wieder ein Video zu einer Drohne. Ich nehme euch mit auf einen Erstflug, dieses Mal aber keine DJI-Drohne, völlig überraschend. Ich habe hier die neue Potenzig Atom 2 Drohne, die habe ich jetzt auch schon ein paar Monate. Leider wegen Urlaub, Wetter, Krankheit und so weiter bin ich ein bisschen zu spät zur Party, aber ich will das Ding jetzt natürlich doch mal in die Luft bringen und testen, was man da so bekommt für sein Geld. Die Drohne an sich ist ja nicht wirklich teuer, die ist wirklich im Einstiegsbereich, die bekommt ihr schon weit unter 300 Euro. Sie bietet mit einem Halbzoll-Sensor jetzt nicht direkt die große Bildqualität wie zum Beispiel bei einer neuen Mini 5 Pro oder sowas. Aber sie soll 48 Megapixel Bilder können und auch 4K in 30 FPS aufnehmen. Das Ganze in einem kleinen Paket unter 249 Gramm, sodass ihr das vereinfacht fliegen könnt. Ich will das Ganze austesten. Wie gesagt, ich habe hier schon mal alles eingerichtet, zumindest zu Hause mal die ganzen aktuellen Firmwares aufgespielt und so weiter. Ich bin aber noch kein einziges Mal geflogen. Da wollte ich euch jetzt wieder mitnehmen. Ihr seht hier, ich habe hier den Controller mit dem integrierten Bildschirm. Der kostet Aufpreis, der kostet auch ein gutes Stück mehr Aufpreis. Ich glaube 250 Euro oder irgendwie sowas. Also genauso viel wie die Drohne eigentlich. Den braucht ihr aber nicht. Ihr bekommt hier normalerweise einen Controller, wo ihr euer Smartphone einspannen könnt. Ich mag die Controller hier aber natürlich lieber, weil ich da einfach ja keinen großen Aufwand und so damit habe. Und ja, ich möchte da jetzt aber auch nicht zu viel erzählen. Ihr könnt es ja alles schon im Internet nachlesen, wenn euch die Drohne interessiert. Ich möchte euch zeigen, was ihr dafür bekommt, wie die Bildqualität aussieht und so weiter. Und deswegen lassen wir das Ding doch direkt mal in die Luft steigen. Ich aktiviere sie hier mal, beziehungsweise ich schalte sie eben an. Ich gehe hier beim Controller auf die Bildschirmaufnahme. Ihr habt da ein Android-System hinterlegt, also ihr könnt auch hier eine Bildschirmaufnahme starten. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Start erlaubt. Wir haben noch 95% Akku. Mal schauen, wir haben ungefähr 14 Grad. Da hinten geht schon die Sonne unter. Aber ja, jetzt testen wir einfach mal. Der Start an sich ist wie bei einer Mini, und dann heben wir doch schon mal ab. Ich lasse hier direkt mal hoch. Wir sind hier im Steuermodus 2, also wie die ganzen DJI-Drohnen auch. Da ist eigentlich ziemlich alles gleich. Wir sehen hier schon mal, von der Lautstärke her ist das Ganze schon mal ziemlich leise. Ihr seht sie hier, glaube ich. Ihr dürftet sie ja da sehen. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Ich gehe jetzt direkt mal in die Einstellungen. Anfängermodus machen wir direkt mal raus. Wurde beendet. Ja, weil wir wollen ja gleich mal ein bisschen loslegen. Wir sind jetzt in Geschwindigkeitseinstellungen. Nehmen wir direkt mal normal. Wir haben hier Rückkehr RTH, Return to Home, Rückkehren, Landen, Schweben. Okay. Das Menü mehr oder weniger die gleichen Punkte, wie DJI das auch bietet. Dynamischer Homepoint, okay, stumme Rückkehr, piept. Ja, das machen wir vielleicht mal an, dass die Fernsteuerung nicht so laut piept. Ich fliege mal kurz ein bisschen zurück, dass wir den Ton hier nicht so auf dem Mikrofon haben. Maximale Höhe, okay. Entfernung, da könnt ihr hier auch kein Limit einstellen. Wir stellen das jetzt einfach mal, ihr könnt ja mal kurz zugucken, bisschen was ein. Metrisch Kilometer, metrisch Meter. km/h wollen wir natürlich ansehen. Flugsicherheitstipps, Internetverbindung erforderlich, machen wir erstmal nicht. Mit der Hand abheben. Wir lassen das mal, Notstopp. Okay, also insgesamt, wir sehen hier noch Temperatur, Akkuinfo. Das sieht soweit ja alles mal gut aus. Ich möchte eigentlich nur kurz auf die Kamera gehen. Gitterlinien können wir einblenden. Also ihr habt hier wirklich dieselben Einstellungsmöglichkeiten. H264, H265. Werden wir mal schauen. Ja, Definition, Sättigung. Ihr könnt hier noch Kameraeinstellungen vornehmen. Ich lasse es mal auf Standard. Ich will die SD-Karte kurz formatieren. Die habe ich nämlich neu eingesetzt. So. Motiv, Defog-Modus. Okay, Videoübertragung. Alles gut. Dann schauen wir uns das Ganze doch jetzt mal an. Die Drohne fliegt hier schon. Wir sehen hier direkt mal, wir haben ja hier die Steuerung. Okay, den Gimbal können wir einstellen. Wir sehen hier direkt mal das Bild. Ich gehe jetzt hier mal in den Videomodus normal und werde hier einfach mal, kann ich die Karte hier ein bisschen kleiner machen? Jawohl. Ich werde direkt mal die Videoaufnahme starten. Wir sehen jetzt hier das Bild von der Drohne. Ich fliege hier mal ein bisschen rum. So, jetzt haben wir hier, ich würde mal sagen, ideale Lichteinstellung. Die Sonne ist da hinten. Das Problem ist, ich sehe hier auf dem Bildschirm schon mal, dass das Ganze ein bisschen
ein bisschen überbelichtet ist. Ich bin sehr gespannt, wie das nachher im Video aussieht. Also hier auf dem Bildschirm sieht man schon mal, ja, es könnte ein bisschen besser aussehen. Ich nehme hier vielleicht mal die Belichtung ein bisschen runter. Dann sieht es gleich zumindest bei mir im Gesicht schon mal ein bisschen besser aus. Wir sind jetzt hier bei minus 0,4. Und dann fliegen wir doch einfach mal. Also so von der Steuerung her macht es zumindest einen Eindruck, wie jetzt auch bei den DJI Minis. Die Drohne an sich, jetzt sehe ich hier schon, ist natürlich schon ein bisschen dunkler. Machen wir hier mal wieder auf 0 EV und schauen uns das Ganze mal an. Flugzeit wird angezeigt, noch 23 Minuten. Ich mache jetzt hier, genau, ich drehe jetzt hier einfach mal direkt eine Runde. Also hier unten, ihr seht es da unten, hier stehe ich. Und ich drehe die Drohne jetzt einfach mal, dass ihr mal so seht, was die so mit der Helligkeit anstellt. Wie das da mit der untergehenden Sonne so aussieht. Klar, wir werden durch einen halb Zoll großen Sensor jetzt nicht die Riesendynamik im Bild haben. Aber wir können uns das Ganze natürlich alles genauer angucken. Ich habe jetzt hier auch nicht die Riesenerwartungen. Also das ist natürlich schon so, da muss man realistisch bleiben, dass das eben eine Drohne ist, die kriegt ihr, glaube ich, schon für 230 €. Also das ist schon wirklich sehr wenig. Und so, was ich jetzt hier auf dem Bildschirm sehe, gerade jetzt mit der untergehenden Sonne, wir haben hier so langsam eine goldene Stunde, da sieht das Ganze eigentlich so gar nicht so schlecht aus. Ich fliege mal noch ein bisschen weg und vielleicht noch ein bisschen höher, dass wir da ein bisschen was drauf kriegen. So ein bisschen von der Landschaft. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Also hier von der Steuerung macht es eigentlich schon einen guten Eindruck. Ich kann hier sogar mit dem Rad jetzt zoomen auf einen Zweifach-Zoom. Das ist natürlich ein Digitalzoom, aber die Kamera müsste da ein bisschen Luft haben, sodass wir da eigentlich immer noch eine gute Auflösung dahinter haben. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. Einfach-Zoom. Ich bin immer noch in der Videoaufnahme. 2 Minuten 40. Ich drehe jetzt hier gerade mal nochmal, dass wir hier einfach die Landschaft sehen und eben jetzt hier auch wieder die Sonne mit ins Bild, vielleicht ein paar Flares oder Ghosting sehen. Da sehe ich schon ein bisschen was, das sieht aber eigentlich immer noch relativ gut aus. Jetzt würde ich auch hier gerade mal hinzoomen, wie das hier so wirkt. Okay, wenn ich habe natürlich jetzt eine automatische Belichtung an. Das heißt, wenn ich oben in die Sonne gehe, dann wird das Bild natürlich ja, ein bisschen runtergezogen. Wenn ich jetzt hier wieder ein bisschen auf die Stadt gehe, dann dürfte es wieder ein bisschen heller werden. Ja, und das sieht man hier jetzt auch. Soweit sieht es eigentlich gut aus. Die Drohne soll eine Reichweite von 10 Kilometern haben. Das Ganze bezieht sich, glaube ich, auf FCC, also in den USA. Wenn wir jetzt hier bei uns in Europa, glaube ich, sind es 5 Kilometer oder sowas. Aber das ist natürlich alles weit mehr, als was ihr legal fliegen dürft. Macht euch da bitte wirklich ja, Gedanken, beziehungsweise informiert euch da, was ihr fliegen dürft, wie ihr fliegen dürft und so weiter. Ich komme jetzt hier mal noch mal ein bisschen runter. Wir können mal die Geschwindigkeit testen im geraden Flug. 36 km/h. Ich drehe mal. Komme hier auch auf 36. Also im Normalmodus ist das Ganze dann wohl auf 36 km/h begrenzt. Jetzt schauen wir einfach mal. Wir gehen hier mal in den Sportmodus. Können wir oben das Menü aufrufen. So, Sportmodus. Und dann schauen wir doch mal, was jetzt geschwindigkeitsmäßig so geht. Ich gebe Vollgas. 40, 45, 50, 51, 52. Oh, Signal schwach, okay. Die Anleitung sagt, man soll sich auch immer Richtung Drohne drehen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Jetzt ist das Signal auch schon wieder besser. Aber natürlich, wir sind jetzt auch noch nicht so weit weg. Schauen wir mal, da kommt sie wieder. 57 km/h. Das ist schon ganz ordentlich. Da geht schon ein bisschen was vorwärts. Klar, für ein Auto jetzt hier auf der Landstraße wird es nicht reichen.
Ich möchte mal noch gucken, was hier seitlich so geht. Ich fliege jetzt wirklich seitlich 47, 50 km/h. Das ist auch echt nicht schlecht für so eine kleine Drohne. Das mit dem Signal hat mich jetzt gerade natürlich ein bisschen verwirrt. Ich sehe es hier auch. Ja gut, jetzt ist es wieder im Vollausschlag. Ich gehe mal wieder in den Normalmodus. Wir wollen hier einfach noch ein bisschen was testen. Genau, ich beende mal die Videoaufnahme. Schau mal, was hier so der manuelle Modus so kann. Aber wir sehen auch hier wieder, das sieht wirklich alles aus wie bei DJI im Menü. Also ihr habt hier die Einstellung für die Bildrate, was ihr einstellen könnt. Ihr könnt hier 60 FPS dann in Full HD 1080p nehmen. 2,7K kann sie dann nur noch 30 FPS, okay. Was haben wir hier noch? Genau, automatischer Weißabgleich und so weiter. Die Verschlusszeit, ISO. Kann man hier also alles schön einstellen. Ich lasse das Ganze aber mal im Automodus. Was ich jetzt noch testen will, ist natürlich die Bildqualität. Wir gehen hier mal in Fotomodus. Gehen mal ein bisschen weiter hoch. Und dann, ja, ich drehe das Ganze mal, dass wir die Sonne im Hintergrund haben, dass wir hier ein bisschen was schön beleuchtet haben. Und dann schauen wir uns das einfach mal an. Ich fliege ein bisschen zurück und jetzt schauen wir mal, wie kann ich denn hier jetzt das Ganze einstellen, manueller Modus. JPEG und RAW stelle ich direkt mal ein, das ist natürlich interessant. RAW steht also auch zur Verfügung. Kann ich hier die Auflösung noch einstellen? Hier kann ich nur alles so einstellen. Einstellung, Kameramenü. Also hier sehe ich keine Einstellungen zur Auflösung. Dann gehe ich mal davon aus, dass die Bilder jetzt in 48 Megapixel auch aufgenommen werden. Ich werde euch Bilder einblenden. Also ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Fotos. Ich habe ja hier auch entsprechende Tasten dafür. Ein Bild aufgenommen. Ich schaue mal, ob ich hier im 8K-Fotomodus muss ich aktivieren. Ihr seht es hier im Menü, da habe ich die 8K zur Auswahl. Das sollten dann die 48 Megapixel sein. Dann machen wir jetzt doch direkt auch nochmal ein 8K-Bild. Was wir auf jeden Fall schon mal sehen, die Drohne steht wirklich sehr stabil in der Luft. 8K. 8K geht nur im JPEG. Also da habt ihr keine RAW zur Verfügung. Dann werde ich das Ganze hier nochmal ändern. Und zwar Einzelbild, RAW JPEG. Genau, okay. Dann schauen wir hier einfach mal. Ein normales Foto. Ihr habt hier natürlich auch einen Panoramamodus zur Verfügung, 180 Grad. Den werde ich doch direkt jetzt mal ausprobieren. Kann ich hier auch nur JPEG, Seitenverhältnis 4:3. Die Drohne fängt an und macht das Panorama auch automatisch. Da bin ich dann natürlich mal gespannt. Da müsste ja dann meiner Meinung nach ein zusammengesetztes Panorama vorhanden sein und nicht die einzelnen Bilder. Das werde ich dann aber nachher auf der Speicherkarte noch sehen. Ich werde mir das genauer anschauen und ja, bin da gespannt, wie das Ganze dann aussieht. Wir haben jetzt hier natürlich verschiedene Lichtverhältnisse, da kommt es dann auch drauf an, wie das Ganze zusammengesetzt wird. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben 83% jetzt hier. Okay, abgeschlossen. Okay, das Bild wurde erstellt. Ich nehme jetzt hier zum Vergleich nochmal ein eigenes Foto, ein einzelnes Foto auf und werde einfach mal schauen. Jetzt nochmal hier in Videomodus gehen. Wir haben hier noch einen AI-Nacht-Modus. Slow-Mo, wenn ich... AI-Nacht, okay. Die Umschaltung dauert ein bisschen lang. Also ich gehe hier auf Video, gehe auf Normal. Wenn ich jetzt hier Zeitlupe auswähle, 5-fach Zeitlupe, okay. Da geht es dann automatisch auf 1080p. Wenn ich hier jetzt wieder in den Normalmodus gehe, geht er wieder auf 4K 30 zurück. Okay, was habe ich hier denn noch? Cineroll. Was ist denn Cineroll? Das sind die automatisierten Flugmodis. Also da kann ich dann hier ein bisschen was einstellen. Okay. Möchte ich jetzt aber erstmal nicht ausprobieren. Also die Drohne an sich hat Flugmodis, wo man testen kann. Ich werde jetzt mal probieren, was das Tracking noch so ein bisschen zumindest kann. Ich komme mal hierher. So, die Drohne, wichtig, hat keinerlei Hinderniserkennung. Das heißt, wenn ich hier angeschossen komme und nicht rechtzeitig bremse, dann kann das ganz schön wehtun, beziehungsweise in den Büschen landen. Dann passiert da soweit auch nichts mehr.
Jetzt schauen wir einfach mal, kann ich hier, okay, wie bei DJI eben auch, das haben sie gut kopiert. Ich mache einfach einen Rahmen um mich rum, kann jetzt hier ein Spotlight, ein Parallel folgen. Ich mache doch direkt mal ein Parallel. 4K30 ist ausgewählt. Go. Nickwinkel, um AI-Folgen zu starten. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen hoch. So. Minus. So. Wo bin ich denn hier? Ich bin noch nicht ganz bei den 25. Jetzt. Jetzt muss aber was gehen. 4 Meter über dem Boden. Okay, man hat ein bisschen was. Höhe. Bisschen zurück. So, jetzt dürfte das aber, jetzt geht's schon los. Und dann schauen wir einfach mal, ich laufe hier jetzt direkt mal. Ihr seht hier das kleine Kreuz auf mir. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Wird gut angezeigt. Ich bleibe mal stehen. Da kommt sie auch mit. Jetzt laufe ich hier mal schneller. Okay, also soweit, das ist jetzt natürlich keine große Herausforderung, mich beim Laufen zu tracken, aber soweit funktioniert das mal. Ich werde immer noch als Ziel erkannt. Ich beende mal das Tracking hier und die Aufnahme. Okay, ich ziehe jetzt hier direkt mal noch was drüber. Hier gibt es nämlich auch Quickshots. Und da sehen wir natürlich die bekannten Quickshots rückwärts, Rocket, Kreisen, Spirale, Bumerang, Dolly Zoom. Okay, ich mache einfach mal den Rückwärts-Quickshot. Schauen wir mal, ob ich da jetzt vielleicht ein bisschen näher hin kann. 30 Meter rückwärts, 3, 2, 1, los geht's. Ich habe noch 32% Akku. Ich glaube, die Flugzeit dürfte so irgendwas um die 30 Minuten betragen. Natürlich unter Idealbedingungen, welche wir hier jetzt nicht haben. Aber ich habe noch 2 andere Akkus, also wir können noch ein bisschen was testen. Beziehungsweise wir haben ja jetzt schon fast alles erstmal so ausgetestet. Also auch hier, der Quickshot hat jetzt sehr gut funktioniert. Ist natürlich jetzt auch nicht so die hohe Anforderung, mal kurz von mir wegzufliegen. Ich fliege hier mal ein bisschen nach hinten. So, okay, also das Tracking und so weiter würde schon mal funktionieren. Das will ich natürlich auch mal noch testen gegen ein Fahrzeug und so weiter. Und vor allem, ich will die Drohne natürlich auch mal testen, wie sie im Vergleich zu einer Mini dasteht. Also in der Bildqualität wirklich im direkten Vergleich, auch von der Lautstärke her. Das, was ich jetzt so höre, würde ich sagen, die Drohne ist nicht lauter als eine Mini. Ich müsste es jetzt mal noch mal live gegeneinander hören, aber das macht schon einen sehr guten Eindruck, wie die hier so ein bisschen, ja, leise vor sich her schwebt. Und auch wenn ich hier jetzt gucke, ich kann sie euch mal hier noch mal ins Bild bringen, dass ihr mal seht, da ist sie, da, dass ihr mal seht, wie ruhig die steht. Wir haben jetzt hier natürlich auch nicht wirklich groß Wind, aber an sich, die Drohne, die hält schon mal wirklich sehr still und das sieht schon gut aus. Also vom ersten Eindruck her ist für mich jetzt der Unterschied zu einer DJI Mini nicht wirklich groß. Die Steuerung ist gleich. Ich fliege mal noch ein bisschen nach hinten. Die Steuerung ist gleich. Das Menü an sich, das ganze User Interface sieht gleich aus. Selbst der Bildschirm hier jetzt bei der Aufnahme sieht relativ gleich aus. Klar, wir haben hier vielleicht die Geschwindigkeit und so in einem anderen Eck angezeigt, aber ansonsten ist es schon, ja, relativ stark kopiert. Ich kann hier auch alles einblenden lassen, die Satelliten und hier kann ich direkt die Fernbedienung anzeigen lassen. Okay, also ja, an sich macht es schon mal einen guten Eindruck. Aber natürlich eine DJI Mini 4K, glaube ich, die bekommt ihr auch schon für 300, unter 300 Euro. Das ist natürlich die direkte Konkurrenz. Hier ist es jetzt natürlich so, mit dem Controller an sich hat man hier natürlich dann doch nochmal was Wertiges in der Hand, aber der kostet eben auch den Aufpreis. Mich würde jetzt natürlich auch noch hier die Signalstärke interessieren. Ich fliege jetzt wirklich mal ein paar Meter weg. Die Drohne sieht man ja relativ gut, vor allem da hinten am Himmel. Und dann bin ich mal gespannt, was da die Signalstärke macht.
Jetzt kommt hier direkt mal die Meldung mit dem RTH, mit dem Akku 20%, aber okay. Also so sieht es jetzt hier gut aus. Ich habe immer noch vollen Empfang. Ich weiß nicht, das wird dann wahrscheinlich wirklich so sein, wenn ich die Drohne weg von der Fernbedienung drehe, dass dann der Empfang wahrscheinlich ein bisschen schlechter aussehen wird. Aber ansonsten, ich bin jetzt hier in der Reichweite, ich sehe die Drohne da hinten noch, also es ist noch alles im grünen Bereich, aber so langsam wird es natürlich auch so, dass man bei einer Entfernung 280 Meter sind wir jetzt, dass man da so ein bisschen in den Bereich kommt, wo es schwierig wird, die Drohne zu sehen. Und ihr wisst ja, ihr müsst die immer im Blick halten. Also soweit macht es also auch einen guten Eindruck. Ich fliege jetzt gerade noch mal hierher. Video mache ich immer noch. Ja, dann ich drehe mich mal während dem Flug noch so ein bisschen. Dann seht ihr hier noch mal ein bisschen die Bildqualität. Da hinten geht jetzt die Sonne so langsam schon unter. Wir können ja mal schauen. Ich gehe hier mal ein bisschen in den manuellen Modus. Wir sind jetzt bei 15%. Wir müssen jetzt ja also wirklich aufpassen. Aber okay, 14%. Ich fliege jetzt hier mal direkt zurück. Sonst will ich da nicht, dass da noch irgendwie was mit dem Akku ist. Aber ich würde mal sagen, fürs erste Video war das schon mal gar nicht schlecht. Die Drohne an sich macht wirklich einen guten Eindruck. Also ich verlinke euch das Ganze natürlich auch mal unten in der Beschreibung. Ihr könnt euch das alles genauer angucken. Die Drohne an sich in den verschiedenen Paketen mit dem Flymore, mit mehreren Akkus und so weiter. Aber eben auch dann natürlich die Fernbedienung und so weiter. Das packe ich euch da mal rein. Jetzt kommen wir hier mal her. Landen das Ganze am besten. Da hinten haben wir so ein bisschen was. Also ihr seht, es gibt keine Sensoren, außer nach unten. Okay, da geht es ja automatisch hoch, also habt ihr auch gesehen. Nach unten hat sie Sensoren, aber eben links und rechts nicht. Jetzt lassen wir sie noch landen. Ihr seht es hier vielleicht jetzt. Ist gelandet. Alles wunderbar. Also an sich hat die Drohne wirklich einen guten Eindruck gemacht. Da muss man so ehrlich sein, da habe ich jetzt nicht wirklich großen Unterschied zu einer DJI feststellen können. Das ist vom Menü und so alles wirklich gleich. Ich denke, in der Bildqualität wird man da nachher einen Unterschied sehen. Den seht ihr im Video jetzt natürlich gleich, weil ich es euch direkt einblende. Aber ich bin sehr gespannt auf den Vergleich. Ich muss mal schauen, ob ich eine Mini 4K, also die Einsteigsdrohne von DJI noch herbekomme, um da einen direkten Bildvergleich zu machen. Gegen eine Mini 5 Pro wird das Ganze vielleicht ein bisschen unfair, aber ich bin echt gespannt. Und jetzt, ich bin hier 24 Minuten ungefähr geflogen. Das heißt, auch von der Akkulaufzeit, das ist ausreichend. Wenn ihr da sowieso 2, 3 Akkus dabei habt, ist das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher, beziehungsweise entspannter zu fliegen. Auch das Ausschalten. Einmal drücken und dann gedrückt halten. Das ist eben alles gleich. Die Drohne ist jetzt hier nicht mehr verbunden. Okay, das passt. Jetzt machen wir hier noch einen kleinen Thumbnail fürs Video. Und dann bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen habt, schreibt die gerne in die Kommentare fürs nächste Video dann, was ich mit der Drohne vielleicht noch testen soll, was da so alles geht. Und ja, das war's dann auch so von mir. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Ja, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.